Herzlich willkommen hier im Leitzpark in Wetzlar. Mein Name ist Marc Welte und ich bin zusammen mit meiner Kollegin, der Geraldine Pfeffer. Geraldine, du bist verantwortlich für diese Erlebniswelt. Ja, stimmt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir arbeiten ja beide hier und sehen das Tag ein, Tag aus. Du bist aber ein bisschen mehr, siehst hinter die Kulissen. Was gibt es denn hier alles zu erleben? Oh, hier gibt es sehr viel zu erleben. Das heißt, räum dir schon mal einen Tag ein, um alle Highlights hier kennenzulernen. Rund um Leica. Also hier dreht sich alles um den roten Punkt, alles um Kamera- und Sportoptik an verschiedenen Stationen. Ich erzähle einfach mal ein paar Highlights, um nicht da so ausufern zu werden. Hinter uns im Headquarter, man sieht es genau, befindet sich die Erlebniswelt. Und da gibt es unter anderem einen total spannenden Blick in unsere Manufaktur. Das heißt, man kann Kollegen über die Schulter gucken, wie sie eine M zusammensetzen. Das ist hochspannend, zeigt Fingerfertigkeit und zeigt auch das, was uns ausmacht, Leidenschaft und Brennen für das Produkt und wirklich Made in Germany. Also die Leute können das direkt erleben, viele Highlights zu sehen. Jedes Highlight fängt ja eigentlich an mit einer guten Tasse Kaffee. Und wir sind hier im Café Leitz. Das ist auch was Spezielles nämlich. Ja, wir sind ganz stolz. 2018 sind wir vom Feinschmecker ausgezeichnet worden als bestes Café in Deutschland. Das ist, glaube ich, eine große Ehre. Die Ehre gebührt aber vor allen Dingen unserem Konditormeister und dem Team. Wir haben auch hier Made in Germany Handmade, also der Kollege steht den ganzen Tag hier, backt Kuchen, man kann ihm dabei zuschauen und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, man kann es riechen. Es duftet über den ganzen Park, wenn frischer Käsekuchen aus dem Ofen kommt. Also das ist wirklich auch für uns, die wir hier jeden Tag sind, ein echtes Highlight. Und es ist auch ein bisschen hart, ich habe keinen Kuchen offeriert gekriegt, also das müssen wir noch nachholen natürlich, wollen wir unbedingt machen. Wenn man ein bisschen länger verweilen will, gibt es auch das Ernst-Leitz-Hotel, da kann man übernachten, ist ganz ein spezielles Erlebnis mit einem wunderbaren Ambiente, alles um die Marke Leica. Ich fühle mich jetzt geehrt, ich darf Sie nämlich mitnehmen, um diese Highlights zu zeigen und da freue ich mich extrem drauf. Kommen Sie doch einfach mit. Geraldine, vielen Dank, dass ich das machen darf. Viel Spaß bei deiner Leica-Tour. Danke. Ein Steinwurf entfernt vom Café Leitz sind wir bereits am Empfang von der Erlebniswelt. Das erste große Highlight, das können Sie hinter mir sehen, das ist nämlich die Galerie. Es ist eine von vielen Galerien weltweit. Wer dazu am meisten sagen kann, ist Frau Ren Kaufmann. Sie ist Art Director und Generalbevollmächtigte. Heute nicht hier, aber in Salzburg und somit rüber nach Salzburg. Ganz herzliche Grüße nach Wetzlar. Danke, Herr Welti, dass Sie mich hier verknüpft haben, sozusagen mit Salzburg. Ich freue mich sehr, dass wir auch gerade diesen Dreh in Salzburg haben, nämlich für die Geschichte der Leica-Galerien spielt Salzburg eine gewisse Rolle. 2008 wurde die Galerie in Salzburg zunächst an einem anderen Standort begründet und es war eine Zeit, wo Leica nicht so ganz sicher war. Sollen wir wirklich diesen Weg gehen in Kultur, in Galerien, eventuell sogar auch in ein Museum? Und mein Mann und ich haben damals uns dafür entschieden, weil das ist wirklich das Wesentliche von Leica. Leica stand, steht und wird hoffentlich auch in Zukunft für die Kulturgeschichte der Fotografie, für die Qualität des Bildes stehen. Und zu der Zeit, wo wir damals, 2008, die Galerie hier begründet haben, gab es weltweit 3 Galerien. In Solms am Leica Headquarter, in New York und in Frankfurt. Und die 4. Galerie war die Salzburg-Galerie. Und im Laufe der Zeit sind dann 24 neue Galerien dazugekommen weltweit. Und die Galerien gehen von Sao Paulo über Tokio, von China über Prag, von Kyoto über Salzburg, von Wien nach Zingst. Also wirklich den Globus umspannt und natürlich gibt es ganz, ganz viele Hotspots noch, wo wir gerne sein würden und ich habe auch den Glauben daran, dass dieses Projekt Leica-Galerien weltweit noch weiter wachsen kann und wird. Denn gerade in der heutigen Zeit, wo jeder glaubt, er fotografiert, ich unterscheide immer etwas zwischen Snapshots und wirklich Fotografieren. Und dieses Fotografieren bedarf doch ein bisschen mehr, als einfach nur auf den Auslöser zu drücken. Und das ist gerade das, was Leica auch ausmacht, was die Kamera ausmacht, dass man eben
es bedienen kann. Ich bin derjenige, der entscheidet, wie das Bild sein wird, indem ich Einstellungen machen kann, indem ich mehr Handwerk noch ausüben kann und nicht nur auf den Auslöser drücke und in einem Moment sind einfach ganz, ganz viele Bilder da, wovon eines dann schon per Zufall vielleicht gut sein wird. Und das ist auch für mich das Erlebnis bei den Leica-Fotografen, die anders fokussieren, die anders wahrnehmen. Und um diesen ganzen Fotografen die Möglichkeit zu geben, ihre Bilder zu zeigen, dafür sind die Galerien, ihre Geschichten, ihre bewegenden Geschichten zu erzählen. Und die Galerien stehen für ihre einzelnen Länder auch. Das heißt, die Galeristen schauen nach neuen Talenten, die morgen dann vielleicht Ikonen sein werden in ihren Ländern. Aber natürlich gibt es auch Ikonen, die länderübergreifend sind, die wir ausstellen. Und ganz wichtig ist auch, heute nach den jungen Talenten zu suchen. Und die Leica-Galerie-Gemeinde ist wunderbar. Sie arbeitet zusammen und sie arbeitet sehr, sehr engagiert und mit viel Emotion. Und wir haben natürlich auch noch unseren Leica Oskar Barnack Award, der letztes Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert hat. Ein Preis, 40 Jahre, einer der höchst dotierten Preise, einer der renommiertesten Preise, wo es auch nicht um ein Einzelbild geht, sondern es geht um eine ganze Serie von 15 bis 20 Bildern. Und da kann man sehen, ist ein Fotograf wirklich begabt oder nicht. Und diese Ausstellungen sind auch immer wieder in den Leica-Galerien zu sehen. Die Ausstellungen der Gewinner des Oskar Barnack Award wie auch der Finalisten. Es heißt für Leica, ein Bild ist eigentlich dann erst ein Bild, wenn es ausgeprintet ist. Der Rest sind Daten, die kann man löschen, die kann man bearbeiten. Aber dann, wenn es ausgeprintet ist, sehe ich eigentlich auch erst die wirkliche Qualität eines Bildes. Für mich als Galeristin ist es wunderbar, weltweit in Kontakt zu sein mit unseren mutigen und treuen Leica-Fotografen. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie in einer unserer vielen Galerien weltweit begrüßen darf oder auch in unserem Leica Headquarter. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören natürlich und ganz, ganz liebe Grüße nach Wetzlar. Vielen Dank, Frau Renn-Kaufmann. Und dann schauen wir gleich, was es noch hier so alles zu entdecken gibt. Als nächstes haben wir eine spannende Wand, die heißt 36 aus 100. Was bedeutet das genau? Das möchte ich unseren Direktor Marketing fragen, und das ist der Andrea Pacella. Wir sprechen English together, so I would like to present you to Andrea Pacella, and of course, he knows a lot about this wall and all these pictures. Andrea, a very warm welcome. Thank you, Mark. First question first, why did we do such a wall, the 36 out of 100? This wall was our way to celebrate in 2014 the first 100 years of Leica photography, because the company dates back to 150 years today. So it was a way to make a tribute to the greatest photographers and to the greatest pictures that were taken along 100 years with our cameras. As you can imagine, it was very difficult to choose out of millions of pictures the 36 that could represent more our history. We tried to do it thinking to the photographers that have been closer in their work, but also in their spirit to Leica along this century, but also taking in consideration the pictures that have defined better, almost as milestones, the important moment of the 20th century, the important historical moment of the 20th century, or the picture that somehow have defined new styles, new artistic styles in photography along these 100 years. And was nothing more than that. A lot of these photographers still keep working with us today, and there is a connection between Leica and the photographer that used that camera that needed a tribute like this. There's many pictures when you look around that we know it's from press, that it made history, many of these kind of pictures. And if you need to choose one out of these 36, wow, which one would you choose? Which one is something special for you?
it's very difficult to choose simply one because there are so many that represent something, not only in photography, but also to me personally. But if I would have to choose only one, I would probably choose this picture of Ernst Leitz II. Ernst Leitz II was the owner of the company, son of the founder, when the first Leica camera was built, and he was the one who decided to put this camera in production. And just before that moment, in 1914, while experimenting with the Oscar Barnack prototype, he took that camera with him in New York during a business trip, and he used it simply to take pictures of the city. So in some way, while the others are all professional photographers, masters of photography, but Ernst Leitz was basically an amateur. It was a person that was just taking the picture and documenting his own life, his own travel, and this is the real revolution that Leica has made. Not only creating the best tool for the professional photographers who wrote history, but also giving to all the people that just want to document their life, their travel, their beloved one, the moments that count in their life. Finally, they had a real camera to do it, and this is the real revolution that Leica started in 1914. So somehow this picture that today we could call street photography, it's already revolutionary. Was made by someone who was not a photographer, but wanted to document their life and did it with a Leica. And he was the first of millions of people that did it then in history. So, and it shows as well that everybody can take great pictures with a Leica camera. You don't need to be one of the big masters, of course. Yeah. So basically, you know, I once heard a nice sentence that was saying, the picture you want to see in 20 years, you have to see them, you have to make them today. Thank you very much, Andrea. Thanks, Mark. Sie sehen einen wunderbaren Platz zum Verweilen, um sich diese Bilder anzuschauen, um ein bisschen die Geschichte passieren zu lassen. Man kann sich hier hinsetzen und das anschauen und genießen. Stefan, hattest du die Ur-Leica schon mal in der Hand? Ja, ich hatte die schon mehrfach in der Hand und das ist immer ein besonderes Kribbeln und auch ein besonderes Privileg, diese Kamera in Händen zu halten. Die Kamera, die da hinten steht, ist natürlich eine Replik. Das Original haben wir auch, aber das ist sehr, sehr gut verwahrt. Gibt es auch ein Stück davon? Ja, es gibt ein Exemplar. Ein Exemplar, gut verwahrt. Also das hier ist nicht das Richtige, das ist ganz wichtig. Aber ein wunderschönes Modell. Ich habe Freude, ich bin gerade da mit Stefan Daniel, ist der Direktor der Fotodivision. Stefan kennt die Produkte natürlich alle in- und auswendig und denkt auch immer in der Zukunft. Hier bei den Meilensteinen geht es um die Vergangenheit. Wir stehen bei der M6. Du hast einen speziellen Bezug zu der M6, Stefan. Ja, das auf vielfältige Weise. Zum einen ist sie auf den Markt gekommen in dem Jahr, in dem ich bei Leitz angefangen habe, 1984. Und wir hatten auch einen Ausbildungsleiter, der uns die Kamera, bevor sie auf den Markt kam, auf der Fotokina 1984, in die Werkstatt gebracht hat. Und wir kleinen Lehrlinge durften die also auch mal anschauen. Wow, also das war sicher was ganz Spezielles. Was war daran technisch auch speziell? Es gab schon mehrere Versuche von Leitz, ein Belichtungsmesser in die klassische M einzubauen. Das war zunächst mit der M5, aber die Kamera wurde relativ groß und deshalb nicht besonders erfolgreich. Und dann hat man später versucht, auf Basis der R4 eine Messsucherkamera zu bauen. Die hat es auch nie wirklich in die Serienreife gebracht. Und erst als die Mikroelektronik so weit war, dass man sie so klein machen konnte, dass sie in das klassische M-Gehäuse passte, war die Zeit reif für die M6 und somit auch für eine Reinkarnation des M-Systems, welche bis heute anhält, muss man sagen. Ja, eben, das ist eine ganz erfolgreiche Kamera, die wir da gemacht haben. Und du hast mir vorhin auch gesagt, also die Leute fotografieren wieder analog und die M6 ist ein riesen Hype eigentlich. Das ist unglaublich, weil die Preise für eine gebrauchte M6 sind verglichen mit vor 4, 5 Jahren weit über das Doppelte. Und wir sehen es auch an der Nachfrage nach unseren aktuellen Analogmodellen der MA und MP, dass die Nachfrage enorm steigt nach analogen Kameras und ist einfach schön.
Also 36 Jahre später immer noch eine wunderschöne Kamera, funktionstüchtige Kamera. Und wir können die auch reparieren, glaube ich, oder? Wir können sie in den allermeisten Fällen reparieren. Es gibt einige Bauteile, die wir nicht mehr vorrätig haben, aber wir kriegen das hin. Ja, also dazu Sorge tragen. Was ganz Spezielles, nur eine Anekdote von den 11 Stelen, die wir haben. Das ist was, das kann man sich mal anschauen in Ruhe. Wunderschöne Geschichte. Steht auch immer gleich die Geschichte an den Stelen dazu. Oder noch besser, man bucht eine Führung, damit man all diese kleinen Anekdoten, wie hier vom Stefan, dass man das kennenlernen kann. Hier ist eine spannende Ausstellung, wo ich eine Zeitreise machen kann. Und die Produkte, die Leica-Kameras, Sportoptikprodukte, ich kann Objektive sehen von früher, eine wunderbare Zeitreise. Das Spannende ist jedoch links von mir, da ist nämlich die Kameramontage, also das Hier und Jetzt. Kameramontage, Sportoptikmontage und da habe ich gleich einen Termin mit dem Peter Schreiner. Und da ist er auch schon. Peter, ich freue mich, komm doch mal raus. Sensationell, Peter Schreiner hat rasch Zeit, ich fühle mich privilegiert. Du kommst aus deinem zweiten Zuhause und hast dich auch umgezogen, Peter. Richtig. Warum seid ihr so angezogen? Also wir sind so angezogen, weil die Montage der Leica Sportoptikprodukte und Kameras in einem Reinraum erfolgt. Und das ist eben dafür notwendig, um die entsprechende Qualität zu halten. Was dadurch geschieht in dem Reinraum ist einmal, dass eben keine Partikel eingeschleust werden. Und schau mal, ich habe dir mal einen Kittel mitgebracht, zum Beispiel zum Anfühlen. Das ist aus einem speziell engen Gewebe gestrickt. Und zusätzlich haben wir in dem Raum noch Vorkehrungen, was die Elektrostatik betrifft. Das sieht man an den kleinen Kästchen, da ist ein Metallfaden eingewebt, weil wir natürlich außer der Sauberkeit in dem Raum auch noch auf elektrostatische Aufladung achten müssen, beziehungsweise wollen wir die nicht haben, damit eben so empfindliche Elektroniken, wie zum Beispiel der Sensor einmal hat natürlich auch empfindliche Elektronik und das Imageboard nicht beschädigt werden oder vorgeschädigt werden. Das ist ja das Gehirn einer M-Kamera, was du damit gebracht hast, und der Sensor. Und das ist auch lustig, hast du mir im Vorgespräch erzählt, die werden hier zusammengebracht und ihr nennt es verheiraten. Genau, richtig. Also sie werden einmal natürlich elektronisch zusammengebracht oder verbunden. Vorher oder nicht vorher, aber währenddessen müssen sich die beiden auch kennenlernen, damit eben die notwendige Qualität im Bild dann am Ende vorliegt. Ja. Also viele Produkte werden hier produziert. Wir stehen jetzt hier vor der M-Linie. Können diese Leute, machen die einfach M oder können die auch die anderen Straßen bedienen? Also in dem Raum haben wir 9 Montagelinien, wo eben unsere Sportoptik- und Kameraprodukte montiert werden. Als Beispiel die Q2, auch noch M-Analog. Und wie du richtig erkannt hast, stehen wir hier direkt vor der M10. Und die Leute können tatsächlich auch noch andere Kameras montieren. Aufgrund von der Flexibilität und Eintönigkeit wechseln wir einmal pro Woche durch. Das geschieht primär erstmal linienintern, aber natürlich auch sekundär über die Linien hinaus, je nachdem, auf welcher Linie gerade welche Last liegt. Also das heißt, wenn ich den Leuten zuschaue, sieht das auch, die sind glücklich und auch leidenschaftlich bei der Arbeit. Da hast du den Eindruck, das kommt auch von dem her, dass man nicht immer nur das Gleiche macht. Also ich habe zum einen den Eindruck, dass es einmal von dem her kommt und vom anderen auch ein Privileg ist, Leica-Kameraprodukte zu montieren und sich die Leute mit der Marke identifizieren und Freude daran haben, diese Arbeit zu verrichten. Genau. Also was ganz Spezielles, das sind auch Nummern, die man sieht und mit Bildschirmen, wo man genau lernen kann und sehen kann, wie denn das hier so vor sich geht und die letzte Meile einer M eigentlich anschauen kann. Peter, ganz lieben Dank, hattest du kurz Zeit für uns und vielen lieben Dank. Sehr gerne. Roland Elbert haben wir gerade beobachtet, entlang der Optikfertigung zu gehen und steht jetzt hier bei mir. Roland, herzlich willkommen. Du bist Gruppenleiter von der Optikendfertigung. Erzähl mir ein bisschen, was sehen wir hier gerade hinter uns? Wir sehen hier den letzten Fertigungsprozess in der Entstehung unserer Linsen. Und das ist das Lackieren von Linsen. Wir lackieren den Außenzylinder und eine Blende auf diese Linsen. Das machen wir, um den
die Reflexe, die entstehen könnten in dem fertigen Objektiv, zu vermindern, soweit wie es möglich ist. Also das heißt, wenn ich ein Foto mache, will ich natürlich keine Reflexion rundherum haben, aber ich habe auch gelernt, wenn man es von vorne anschaut, muss es auch schön aussehen. Da wollen wir auch keine Reflexion Das ist richtig. haben. Das ist richtig und das erzielen wir mit dem Lackieren. Wir lackieren 50 verschiedene Glassorten, die mit einer speziellen Lacksorte ein perfektes schwarzes Bild abgeben. Ja, das sind die hohen Ansprüche, die wir haben. Jetzt fällt natürlich sofort auf, hinter uns sitzen Menschen. Warum stehen da keine Roboter? Weil Roboter das nicht können, was der Mensch hier kann. Wir lackieren hier Linsen von Hand und gehen auf die individuellen Toleranzen der Linsen ein. Das heißt, eine Linse wird über 2 bis 5 Lackiervorgänge lackiert, immer wieder in den Ofen zum Trocknen, dann wird sie rumgedreht und von der anderen Seite lackiert. Hier sind so hohe Anforderungen, die eine Maschine nicht kann. Wow, faszinierend. Du hast mir auch mal gesagt, das braucht mindestens 6 Monate Training, damit man das Gefühl hat, wie fest man da rangehen kann und so weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist kein Malen, was wir hier machen, sondern das ist wirklich das Gefühl für einen Lack, für diese Flüssigkeit, die Konsistenz, die Viskosität zu bekommen, um dann nachher ein perfektes Ergebnis zu bekommen, wenn ich eine Linse auf der polierten Fläche eine Blende drauf lackiere, die eine Toleranz von 0,1 mm hat. Das musst du üben und das kannst du nur, wenn du eins mit dem Lack bist. Wow. Also wirklich faszinierend, hier Handwerkskunst beobachten zu dürfen. Und schön haben wir hier das Fenster. Wir haben auch eine interaktive Scheibe, um den Prozess von einer Linse beobachten zu können. Wahnsinnig spannende Sache. Vielen lieben Dank, Roland, für deine Zeit. Gern geschehen.